wenn das nicht richtig heilt, dann war es das mit der Sportlerkarriere. Und da muss ich schon sagen, das war schon, ja. Liebe Sperrfreunde, heute werde ich ein ernstes Thema ansprechen, und zwar Verletzungen im Leistungssport. Dass wir keinen Gesundheitssport machen, das ist klar, aber Verletzungen gehören leider zum Leistungssport dazu. Bei mir gab es auch schon größere, aber auch kleinere Verletzungen. Es gab Verletzungen, die ich ziemlich zügig, oder es gab Verletzungen, bei denen ich ziemlich zügig wieder ins Training zurückfand. Es gab aber auch Verletzungen, die mich zwischenzeitlich auch zweifeln haben lassen, ob ich den Leistungssport so weitermachen kann oder auch so weitermachen möchte. Darüber möchte ich gerne mit euch heute sprechen, möchte ich euch gerne teilhaben lassen, was ich in meiner bisherigen Karriere an Verletzungen schon durchgemacht habe oder auch durchmachen musste. Angefangen hat es mit der ersten größeren Verletzung, auch schon mit der ersten Operation 2009. Mit 17 Jahren habe ich mir während der Vorbereitung, das war Anfang des Jahres 2009, eine weiche Leiste zugezogen. Weiche Leiste bedeutet, dass die Struktur einfach nicht mehr das aushalten kann, was sie soll. Sie ist einfach viel zu weich, wie es der Name schon sagt. Es steht kurz vorm Leistenbruch, aber für den Leistungssport hinderlich. Und so musste ich mich dann im Februar 2009 das erste Mal unter das Messer legen lassen und die Leiste sozusagen liften lassen. Die wurde übereinander gelappt und wieder zusammengenäht, soweit ich es noch richtig im Kopf habe. Aber toi 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 ist alles sehr gut verlaufen. Bis heute habe ich auf der rechten Seite keine Probleme mehr gehabt. Wurde dann auch im gleichen Jahr Junioren-Europameister und deutscher Jugendmeister. Also von daher habe ich die Verletzung ziemlich gut verkraftet, sowohl körperlich als auch mental. Dann ging es weiter. Leider habe ich mich in der Vorbereitung zwar für die Saison 2010 Anfang des Jahres einen Haarrissbruch erlitten, und zwar am rechten Fuß, am rechten Mittelfuß. Wahrscheinlich war es damals auch zu meiner Abiturszeit. Da haben wir im Sportunterricht viel geturnt, viel gesprungen. Während dem Training auch ziemlich viele Sprungeinheiten gemacht, und für den Fuß war es einfach zu viel. Und so entstand ein Haarriss am Mittelfuß. Während der Zeit hatte ich dann 2 Monate einen Gips, damit einfach Ruhe in die Knochenstruktur reinkommt, sodass der Knochen wieder heilen kann, wieder zusammenwachsen kann, ehe ich dann auch wieder stabil auf dem Fuß auftreten konnte. Um das schon vorne wegzugreifen, 2016 wurde ich nochmal an der linken Leiste operiert. Die wurde leider wieder weich. Der Arzt hat auch im Jahr 2010 zu mir gesagt und auch 2009 schon bei der ersten Operation, es kann sein, dass das Gewebe wieder schwächer wird und dementsprechend weicher wird. Und bei mir war es leider so, und so kam dann in der Vorbereitung 2016 wurde noch ein Netz rein operiert in die Leistenregion, sodass die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass nochmal sowas passiert. Toi toi toi, bis jetzt habe ich mit den Leisten jetzt keine Probleme mehr gehabt. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Nach den beiden Operationen 2009, 2010 an der rechten und an der linken Leiste hatte ich 2011 leider schon meine nächste Operation, und zwar diesmal war es die rechte Schulter. Das war die Wurfschulter oder ist die Wurfschulter. Das habe ich bei den Würfen gemerkt, auch wieder in der Vorbereitung, als wir Ballwürfe gemacht haben und sie auch langsam reingesteigert haben. Das heißt, ich habe noch keine großen Umfänge gemacht an Würfen oder auch schwere Bälle geworfen damals. Sie waren noch, ich sage es mal, relativ leicht, da ich noch im jungen Erwachsenenalter war. Keiner konnte mir genau sagen, was in der Schulter los ist. Die Physios haben muskulär nichts sagen können. Ich war schon in der Röhre, MRT gemacht. Es haben schon mehrere Ärzte draufgeschaut, ehe ich dann bei einem Arzt war, Schulter-Ellenbogen-Spezialist, der auch mir auf der einen Seite versichert hat, das, was in der Schulter ist, aber auf der anderen Seite konnte er eigentlich auch nicht sagen, was. Der Vorschlag von ihm war, er schaut arthroskopisch rein und das, was gemacht gehört, macht er. Und natürlich war das der erste sehr große Eingriff, operative Eingriff, in der Hinsicht, weil es die Wurfschulter war. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Arzt hat zu mir gemeint, er operiert das, er macht das, was nötig ist, dass die Schulter wieder heil wird. Das war schon ein großes Vertrauen auch meinerseits gegenüber dem Arzt, gegenüber dem Operateur, weil wenn das nicht richtig heilt, dann war es das mit der Sportlerkarriere. Und da muss ich schon sagen, das war
schon eine große Überwindung zu sagen, okay, das machen wir, weil mir war auch bewusst, mir war auch klar in dem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, wenn ich das nicht machen lasse, dann ist es auf jeden Fall vorbei mit der sportlichen Karriere. Habe dann noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen und gesagt, okay, ich mach's. Glücklicherweise, muss man eigentlich sagen, war es nur der Schleimbeutel, sage ich immer. Einer der Schleimbeutel in der Schulter, der war massivst entzündet. Also wenn man da noch einen weißen Fleck gesehen hat, dann war es noch viel. Und der Schleimbeutel wird rausoperiert. Glücklicherweise ist dann Gewebe wieder nachgewachsen und ich konnte innerhalb von einem halben Jahr mich wieder so zurückkämpfen, dass ich auch Ende 2011 noch die Kadernorm für den Bundeskader werfen konnte. Also toi toi toi, bis dato auch keine Probleme mehr gehabt in der Schulter. 2011 war vorbei, Operation der Schulter war geglückt, das Comeback auch. Und so kam ich 2012 wieder gut durch die Vorbereitung, ohne größere Probleme. Konnte mich auch wieder im Sommer auf die Wettkämpfe vorbereiten in Ruhe und es hat alles wieder super geklappt. Damals waren die Olympischen Spiele in London, wenn man sich zurückerinnern möchte. Und das ist natürlich ein Traum von jeder Mann, jeder Frau, da einmal dabei zu sein. Und ich hatte einen Wettkampf, bei dem ich 80 Meter 81 geworfen habe, meine damalige Bestleistung. Und 82 Meter war die Norm für die Olympischen Spiele. Und haben wir alles auf eine Karte gesetzt und haben ein Wochenende drauf noch 2 Wettkämpfe gemacht. 2 mögliche Wettkämpfe, um zu schauen, ob ich diese 82 Meter noch werfen kann oder nicht. 2 Wettkämpfe waren einfach noch zu viel zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt, meine Technik hat sich dann im zweiten Wettkampf etwas verschlechtert und mein Arm war leider zu tief, technisch gesehen. So ist die Kraft beim Anlauf nicht direkt in den Speer gegangen, sondern in meinem Arm hängen geblieben. Am Arm hängen geblieben, meine ich am Ellenbogen, hat das Innenband in Mitleidenschaft gezogen und so hatte ich leider meinen ersten Innenbandriss, glücklicherweise nur ein Anriss, aber dennoch konnte ich auch bei den Trainingseinheiten und auch bei den Wettkämpfen danach nicht mehr richtig durchziehen, also nicht mehr richtig abwerfen. Danach kam dann raus, dass einfach dieses Innenband angerissen ist und das muss auch operativ dann auch wieder gemacht werden. Da wurde relativ schnell auch gehandelt. Ja, und dieses neue Innenband hat bis 2020 gehalten, weil ich mir damals leider wieder das Innenband gerissen habe. Diesmal komplett, also das neue Innenband gerissen habe und eine Kette reißt am schwächsten Glied. Und das schwächste Glied war in diesem Fall die Stelle, wo das neue Band, also die Sehne aus dem Oberschenkel am Oberarm mit einer Schraube fixiert wurde. Das habe ich mir bei einem Wettkampf in Finnland abgerissen, habe dann abends gleich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe natürlich gehofft, dass es nicht das Innenband ist, aber unglücklicherweise war es so. Der Operateur hat wieder drauf geschaut, nachdem MRT gemacht wurde und es war eigentlich sofort klar, was Sache ist. Und diesmal wurde mir aus dem linken Unterarm eine Sehne entnommen und als Innenband eingepflanzt. So habe ich jetzt eine Sehne im rechten Oberschenkel und eine Sehne im linken Unterarm weniger. Aber für das habe ich jetzt wieder ein stabileres Innenband. Und stabileres heißt, er kann mir jetzt nicht sagen, wie stark das jetzt hält oder wie stark das jetzt im Gegensatz zu einem normalen Innenband ist. Aber er hat gesagt, es sind jetzt alle 3 Bänder drin. Alle 3 Sehnen sind jetzt ein Innenband und er hofft und denkt, dass es jetzt bis zum Ende meiner sportlichen Karriere ich keine Probleme mehr habe mit dem Innenband. Toi toi toi. Bis jetzt ist alles cool, ist alles wieder super verheilt und ich bin super glücklich, dass ich auch hier wieder voll und ganz den Speer werfen kann. Man könnte eigentlich auch sagen, ich bin getuned. Ist es technisches Doping? Man weiß es nicht. Aber ich war damals verletzt und es musste eine Lösung her. So ist auch die Regel, dass man es so operiert, egal ob Leistungssport oder kein Leistungssport. So wird es gehandhabt und ich bin einfach mega froh, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, das Innenband so auch richten zu lassen und ich auch wieder 100% in meinem Sport geben kann. Und nachdem ich 2022 erneut ein Comeback feiern durfte, habe ich mich in diesem Jahr leider wieder verletzt. Und was da genau passiert ist, beziehungsweise wie Stand der Dinge ist, seht ihr an dieser Playlist. Wenn ihr das Video interessant fandet und euch das Thema auch sehr interessiert hat, schreibt doch in die Kommentare mal rein, was weitere Themen ich gerne ansprechen soll. Was interessiert euch? Ich mache gerne ein Video darüber. Liked gerne das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn es neue Videos gibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.